Unser Auftrag heute ist es, im Rahmen der verstärkten Kompanie anzugreifen, um Gewässerübergänge und Kreuzungen, Engstellen zu nehmen und somit den Feind zu schlagen. Unter dem Grundsatz Feuer und Bewegung immer raupenartig überschlagend mit 3 Gruppen. Einer gibt Feuer und die anderen beiden dürfen sich bewegen. Was gibt's Schöneres, als abgesessen unterwegs zu sein und trotzdem noch was Großes dabei zu haben? Vorrücken der Grenadiere. Seit 2 Wochen sind sie auf dem Truppenübungsplatz Munster. 135 Soldaten, 24 Fahrzeuge im Dauereinsatz. Ein Panzerzug und 2 Panzergrenadierzüge befinden sich derzeit im Angriff. Mittendrin und im Schwerpunkt eingesetzt Carsten und seine Männer. Auf und abgesessen müssen sie heute bis zu einer wichtigen Kreuzung vorstoßen und diese in unter 2 Stunden freikämpfen. Der Feind setzt seinen Schwerpunkt natürlich daran, uns in dieser Phase zu verzögern, also uns Zeit abzunehmen, um sich in der Tiefe des Raumes zur Verteidigung einzurichten. Und darum wird er uns wahrscheinlich mit Sperren daran hindern wollen, die natürlich überwacht sind, sodass wir diese frei kämpfen müssen. Und das geht natürlich nur auf und abgesessen, um keinen Panzer in einer Sperre zu verlieren. Unklare Feindlage und Geländegegebenheiten zwingen die mechanisierten Infanteristen zum regelmäßigen Wechsel der Kampfweise. Massiv Deckungsfeuer jetzt! Weiter, Vorwärtsmarsch! Vorwärtsmarsch! Sie müssen die feindlichen Minensperren aufklären und möglichst rasch umgehen. Unter Feuer gilt es dabei flexibel zu agieren. Vorne mit dabei Gruppenführer Chris. Aufgrund der Vorausbildung durch etwaige Zugführer und viele Erfahrungen und Kenntnisse sind bestimmte Komplikationen, wie zum Beispiel ein komplett fremdes Gelände oder sowas, schnell zu meistern, indem man einfach auf seine Erfahrung zurückgreift und sich sofort das Gelände anguckt, dementsprechend die Formation umgliedern lässt, auf Befehl Zugführer noch andere Maßnahmen trifft und dann geht das weiter voran. Schwung aufrechterhalten. Den Spitzenzügen kommt dabei eine besondere Aufgabe zu: Rausstoßen der feindlichen Sicherungskräfte. Der koordinierte Feuerkampf ist die wohl größte Herausforderung für jeden Einzelschützen. Lars ist Kompaniechef. Er betont seine Kriterien eines erfolgreichen Angriffs. Es sind 3 Sachen. Das eine ist mein Wirkbeobachtungsbereich, also sprich die grundsätzlichen Befähigungen zum Kampf, die der Schütze können muss. Die Verbindung zum Nachbarn muss gegeben sein. Das ist aber nicht nur truppintern, sondern das ist auch über den Trupp hinaus, zum Nachbartrupp, zum Nachbarzug, wie auch immer, zum Fahrzeug und dann letztendlich die Verbindung zum Führer. Und die darf niemals abreißen. Minensperren verhindern, dass die Panzer weiter vorstoßen können. Pioniere kümmern sich darum, die Hindernisse zu beseitigen. Währenddessen haben die Grenadiere das Zwischenziel, die Kreuzung, freigekämpft. Ich habe einen Verwundeten mit einem Bauchschuss. Beim Charlie waren es, glaube ich, noch 2, weil es sehr unübersichtlich ist. Und die hatten halt Zeit, sich vorzubereiten für die Verteidigung. Die warten natürlich, lassen auflaufen, schießen uns an, legen sich wieder erneut vor. Und so geht es halt immer weiter. Und das nutzt uns natürlich nachhaltig ab, weil jeder Mann, der hinten fehlt, ist ein Mann zu viel. Aber wir sind ganz gut durchgekommen. Die feindlichen Sperren sind beseitigt, die eigenen Kampf- und Schützenpanzer nehmen wieder Fahrt auf. Mit voller Kampfkraft geht es Richtung Angriffsziel. Standardwaffensystem des Panzergrenadiers ist der Schützenpanzer Puma. Und es zeichnet sich darüber aus, dass man so lange wie möglich aufgesessen und so kurz wie nötig abgesessen kämpft. Das hat man, denke ich, heute auch teilweise eindrucksvoll sehen können, indem wir eine Engstelle innerhalb von 20 Minuten öffneten und danach dann sofort mit dem Rückwechsel der Kampfweise den weiteren Angriff durchgeführt haben. Das sind Dinge, die für das klassische Kerngeschäft Panzergrenadier sprechen. Weiter vorstoßen, dem Gegner nachsetzen. Mobil, flexibel, kampfstark, die verstärkte Panzergrenadierkompanie. Im offenen Gelände greift sie weiter an.